Espressona Signora Film anschauen. Blippi, ist das die ganze Geschichte von Espressona Signora? Und das Ende von Tung 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 Sahur und Ballerina Cappuccina? Ja, das ist der neue Film und der geht ganze 40 Minuten. Und worum geht es in diesem Film? Espressona Signora streitet sich mit ihrer Schwester Ballerina Cappuccina. Außerdem verliebt sie sich in Tung 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 Sahur und bekommt ein Kind. Das hört sich ja komplett spannend an. Wir müssen uns den Film unbedingt mit euch zusammen angucken. Aus diesem Grund schaltet nicht ab und schaut dieses Video bis zum Schluss. Hier ist der Film und ihr abonniert jetzt unseren Kanal und lasst ein Like da. Ihr habt Blippi gehört, dann schauen wir jetzt sofort den neuen Espressona Signora Film an. Ich bin schon so gespannt, was in dem Film passiert. Sie haben sich geküsst in Venedig. Ihr könnt es sehen, die ist so süß und liebt die Ballerina Cappuccina. Und Assassino Cappuccino haben so eine gute Zeit mit Ballerina Cappuccino. Ich verstehe gar nicht, warum Cappuccino Assassino anscheinend böse ist. Sie halten Händchen zusammen und laufen durch Venedig. Sie liegen zusammen im Bett und kuscheln. Ich verstehe gar nicht, warum er böse geworden ist. Guckt es euch mal an, Cappuccino Assassino ist so lieb und süß. Er kippt um. Er wird aber langsam traurig. Ihr seht es an den Augen. Aber warum? Wir müssen den Film unbedingt mit euch weitergucken. Schaut euch mal an. Er lässt sich sogar mit Kaffee voll machen. Hier passiert irgendwas. Ich verstehe nicht, warum Assassino jetzt so drauf ist. Ihr könnt es erkennen. Die haben eine richtig gute Zeit hier in dem Film. Und die sind immer noch in Venedig. Aber auch Ballerina Cappuccina wird langsam traurig. Schau mal, sie vermisst Cappuccino Assassino. Sie heiraten sogar. Ich glaube es kaum. Könnt ihr das sehen? Jetzt findet noch der Kuss. Der Kuss ist da. Oh mein Gott, sie haben wirklich geheiratet in Venedig. Wie schön ist das? Aber was? Das Tung 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 Sahur. Was macht der denn da? Oh mein Gott, schaut dir das an. Ballerina Cappuccina und Tung 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 Sahur. Die treffen sich. Oh nein, sie treffen sich wirklich. Ich kann gar nicht hingucken. Ich glaube, Ballerina Cappuccina verliebt sich gerade in Tung 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 Sahur. Die fahren zusammen Motorrad. Und Cappuccino Assassino ist eifersüchtig. Ist natürlich auch traurig, weil sie sich einfach mit Tung 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 Sahur vertrifft. Das bedeutet, Cappuccino Assassino will sich an Tung 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 Sahur rächen. Deshalb wird er böse. Natürlich, er will sich rächen an Tung 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 Sahur. Weil Ballerina Cappuccina sich in Tung 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 Sahur verliebt hat. Ihr seht es an den Augen. Er ist richtig böse geworden und verfolgt die beiden. Ihr könnt es sehen, Tung 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 Sahur liegt alleine im Bett und da ist Cappuccino Assassino. Was macht er mit der Puppe von Tung 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 Sahur? Habt ihr das gesehen? Er trainiert die Rache, er will kämpfen, er will Tung 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 Sahur vernichten. Und ihr seht es, er verfolgt sie überall hin. Wie gruselig ist das? Schaut euch Ballerina Cappuccina an. Sie liebt einfach Tung 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 Sahur. Warum ist sie denn jetzt auf einmal mit ihm zusammen und sie küssen sich? Ich glaube es nicht. Wieso kann das sein? Wieso verlässt Cappuccina Ballerina einfach Cappuccino Assassino? Die Frage ist, was hat jetzt Cappuccino Assassino vor? Ich weiß es nicht. Wir müssen weiter gucken. Nur dann können wir rausfinden, warum die böse werden. Jetzt auf einmal sind sie glücklich. Cappuccina und auch noch Tung 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 Sahur. Seht ihr das? Die zwei zusammen in einem Bett? Warum denn auf einmal jetzt ihn statt ihn? Leute, das seht ihr hier nur bei uns. Lasst jetzt auf jeden Fall mal ein Like da und abonniert diesen Kanal. Aber du siehst, die haben eine glückliche Zeit zusammen. Aber die Frage ist, wo ist Assassino hin? Wir müssen einfach den Film weiter gucken. Du siehst es ja hier drüben. Sie brennen vor Liebe. Wie schön ist das denn? Und da ist er. Cappuccino Assassino schaut einfach nur böse zu. Er schaut es auch noch an. Er stellt sich vor, wie die zwei Flammen aufgehen. Er ist böse geworden und will Rache an Tung 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 Sahur. Oh mein Gott, dieser Film. Zum Glück sehen wir diesen Film. Wir wissen jetzt, was Cappuccino Assassino vorhat. Die Liebe ist so stark und Assassino ist der Verlierer von der Geschichte. Guckt es euch an, Cappuccino Assassino. Er ist einfach da mit Ballerina Cappuccina. Und sie telefoniert auch noch mit... Sie ist schwanger. Sie ist schwanger von Tung 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 Sahur. Oder von Assassino. Wir wissen nicht, wer der Vater ist. Cappuccino Assassino weiß, dass sie schwanger ist von Tung 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 Sahur. Bist du dir ganz sicher, dass Tung 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 Sahur der Vater ist? Ich weiß es nicht, aber Cappuccino Assassino hat Tung 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 Sahur vernichtet. Nein, die Rache ist durchgegangen. Assassino hat Tung 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 was Böses angetan. Ich kann gar nicht mehr hingucken. Schaut es euch an. Cappuccino Assassino verfolgt Ballerina Cappuccina. Nein, es darf doch nicht so enden. Wir müssen unbedingt etwas tun. Wenn Cappuccino Assassino Ballerina Cappuccina verfolgt, dann müssen wir sie retten. Ja, aber wie sollen wir das Ganze machen? Ihr seht doch, wie böse... Er hat den Fernseher kaputt gemacht. Jetzt wissen wir, warum er so böse ist. Wir dürfen aber keine Zeit verlieren. Ihr habt es gesehen. Ballerina Cappuccina ist in Gefahr. Erst hat er Tung 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 etwas angetan und jetzt will er Ballerina Cappuccina etwas antun. Sollen wir unsere Drohne starten und dann Ballerina Cappuccina retten? Wir müssen sie retten. Mit euch zusammen schaffen wir das. Ihr dürft auf gar keinen Fall abschalten. Lasst jetzt einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal. Abonnieren ist komplett kostenlos hier auf YouTube. Und wir müssen sofort die
die Drohne starten. Alles hängt davon ab, was wir jetzt tun, um Ballerina Cappuccina zu retten. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass Cappuccino Assassino gerade unseren Fernseher kaputt gemacht hat. Aus diesem Grund suchen wir ihn mit der Drohne, um Ballerina Cappuccina zu retten. Ihr dürft auf gar keinen Fall abschalten. Haltet die Augen auf nach einer kleinen Kaffeetasse. Da ist er! Das Cappuccino Assassino. Oh mein Gott! Okay, wir haben Cappuccino gefunden und ihr seht es, er sucht Ballerina Cappuccina. Aber die Frage ist, wo ist Ballerina Cappuccina, wenn da jetzt schon Assassino ist? Und ihr habt es gesehen, hier war gerade Cappuccino Assassino und wir suchen Ballerina. Und wo ist sie? Ich suche die Leute, ihr wisst ja, wie Ballerina aussieht, wie eine Kaffeetasse. Aber dann sind wir hier schon mal in der richtigen Adresse. Gut, dass die Drohne genau dort ist. Schau mal, es geht rechts, links oder geradeaus. Wo sollen wir hinfliegen? Ich weiß es nicht, sie kann sich überall dort verstecken vor ihm. Dann schauen wir mal geradeaus in diese Halle. Ihr könnt es ja sehen, hier ist die Tür offen. Vielleicht versteckt die sich da drin, Ballerina Cappuccina. Das wäre auf jeden Fall ein sehr gutes Versteck, denn da hat sie auf jeden Fall Chancen, sich zu überleben. Wir können reinschauen mit der Drohne. Aber ich sehe keine Ballerina Cappuccina. Ich sehe auch niemanden. Und hier ist auch kein Cappuccino Assassino. Ich glaube, da ist keine. Wir müssen unbedingt weiter fliegen und weiter suchen. Ihr habt es ja gesehen am Anfang des Videos, Leute. Cappuccino Assassino will Ballerina Cappuccina etwas antun. Und das alles wegen einer verrückten Liebesgeschichte mit Tung 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 Sahur. Ich kann sie auch verstehen. Cappuccino Assassino ist verrückt. Ist echt eine verrückte Beziehung gewesen. Wir müssen jetzt aber auf jeden Fall Ballerina finden, denn wir müssen sie retten vor Wir ihm. müssen sie unbedingt schützen. Da ist er, hier ist sie. Sie hat sich dort versteckt. Sie versteckt sich hinter dem Gebäude. Da war Ballerina Cappuccina, genau da in diesem Spalt. Ihr habt es gesehen, Leute, sie hat sich da versteckt, aber wo ist jetzt Cappuccino Assassino hin? Eigentlich ist das ein richtig gutes Versteck. Das kann doch Assassino Cappuccina gar nicht finden. Ich flieg mal ein Stückchen höher, vielleicht finden wir dann Cappuccino Assassino. Okay, wir schauen jetzt mal. Wir halten die Augen auf und ihr schaltet auf keinen Fall ab und lasst mal alle ein Abo da bei Cayman und Flexi. Abonnieren ist komplett kostenlos. Was ist Telefon klingelt. Wer ist das? Espressona Signora ruft an. Wer ist das? Kennst du die? Nein, ich kenne die nicht, aber heb ab. Okay. Hallo, wer bist du? Ich bin Espressona Signora. Vielleicht kennt ihr mich nicht, aber ihr kennt meine Schwester. Ja, Ballerina Cappuccina. Die Tänzerin mit den Füßen aus Samt und dem Herzen aus Koffein. Sie ist meine Schwester. Und jetzt ist sie verschwunden. Sie wurde entführt. Von ihm. Cappuccino Assassino. Ja, wir wissen, dass Cappuccino Assassino deine Schwester Ballerina Cappuccina verfolgt. Ja, der Cappuccino Assassino. Der mit dem Milchschaumlächeln und den Bohnen, die nach Blut riechen. Der Mann, der nie rührt, aber immer umrührt. Er hat sie geholt. Sie haben zusammen getanzt. Damals, im Schatten der Oper. 2 Körper, eine Choreografie. Und dann hat er sie verraten, weil sie Nein gesagt hat. Nein zu seinem Plan, die ganze Espresso-Welt unter seinen Schaum zu zwingen. Seit Tagen versuche ich, sie zu erreichen. Okay, wir werden deine Schwester Ballerina Cappuccina retten. Ich weiß, ihr seid nicht die Typen für Romantik, aber ich bitte euch, ich brauche eure Hilfe, sie zu finden. Findet sie, holt sie zurück, bevor er sie in einen Macchiato der Dunkelheit verwandelt. Sie hat aufgelegt. Espressona Signore hat aufgelegt. Habt ihr das gehört? Es ist die Schwester von Ballerina Cappuccina. Ich wusste nicht mal, dass Ballerina Cappuccina eine Schwester hat. Und die hat uns einfach so angerufen. Und was sollen wir für sie tun? Wir müssen Ballerina Cappuccina retten und Cappuccino Assassino hält sie auf einem Hochhausdach gefangen? Müssen wir ja sofort mit der Drohne hinfliegen und alles versuchen, um Ballerina Cappuccina zu retten. Zum Glück ist unsere Drohne noch in der Luft. Wir fliegen jetzt einfach zu dem Hochhaus und retten Ballerina Cappuccina. Aber wir müssen uns beeilen. Los, ihr habt ja gerade Espressona Signora gehört. Angeblich hält Cappuccino Assassina die Schwester Ballerina Cappuccino auf diesem Dach gefangen. Deshalb fliegen wir mit der Drohne auch direkt auf dieses Dach zu. Hoffentlich finden wir sie dort. Ihr haltet die Augen offen. Wir suchen Cappuccino Assassino, Ballerina Cappuccina oder Espressona Signora. Aber der soll wirklich die auf dem Dach festhalten und gefangen halten. Wir müssen einfach weiter suchen. Da sind sie. Du hast recht, sie hat recht, Leute, da ist Ballerina Cappuccino und Cappuccino Assassino. Und sie wird wirklich festgehalten von Assassino. Warte mal, die sind runtergegangen. Oh mein nein, weißt du, was passiert ist? Assassino hat unsere Drohne gesehen. Die sind abgehauen, Freunde, die sind nicht mehr auf dem Dach. Ihr könnt es erkennen, das Dach ist leer. Das heißt, sie laufen jetzt das Gebäude runter und müssten unten
da rauskommen. Vielleicht sind die schon raus unten. Vielleicht haben wir sie verpasst. Dann müssen wir jetzt unbedingt hinterherfliegen. Das heißt, sie verstecken sich irgendwo da draußen. Wir folgen einfach der Straße, Leute. Ihr könnt es sehen. Da auf dem Dach. Da sind sie. Nein, das ist nur eine Person. Oh mein Gott, ich dachte schon, das sind sie wirklich. Ihr seht es ja, da ist eine Person auf dem Dach und das sieht so aus wie Cappuccino Assassino. Nein, der läuft ja auch ganz woanders hin. Sie sind gerade von dem Dach runter zum Gebäude rausgegangen und laufen jetzt hier die Straße entlang. Aber die Schwester von Ballerina Cappuccina hatte recht. Espressona Signora wusste, wo sich Ballerina Cappuccino aufhält. Deshalb müssen wir jetzt unbedingt etwas tun. Ihr lasst alle ein Like da und wir retten mit euch zusammen Cappuccina. Assassino, Leute, ihr könnt es hier hingucken. Ihr seht es, hier ist eine Mülltonne. Ich glaube nicht, dass die sich in der Mülltonne versteckt haben. Ich glaube auch nicht, oder? Ich glaube es nicht. Ist auch viel zu wenig Platz da drin. Es wäre aber ein sehr gutes Versteck. Da würde Cappuccino nicht drauf kommen. Da müssen wir jetzt unbedingt die Straße weiterfliegen. Irgendwo da in der Nähe sind sie zu 100%. Du hast recht. Da sind sie. Er hält sie gefangen. Cappuccino hält Ballerina gefangen. Wieso kann sie sich nicht befreien? Sie muss sich doch irgendwie befreien können. Ihr dürft auf gar keinen Fall abschalten. Das Video hat jetzt erst angefangen. Lasst ein Like da und schaut es bis zum Schluss. Das Krasse ist ja auch, Assassino hat 2 Schwerter in der Hand. Und wie willst du dich da befreien? Ballerina Cappuccina ist ein ganz feines Mädchen. Die kann ja nicht mal was machen. Die macht Ballett. Die kann auch nicht kämpfen. Eben, wir müssen ihr irgendwie helfen. Wir haben euch, wir haben die Drohnen, wir haben noch ganz viel Akku und genügend Zeit, sie zu retten. Wir helfen Ballerina Cappuccina und ihr helft uns, indem ihr das Video bis zum Ende schaut und ein Like da lässt. Aber die verstecken sich jetzt irgendwo. Ich glaube, Cappuccino hat gerade Ballerina hier irgendwo versteckt. Aber fällt dir was auf? Das sind ganz gute Verstecke und viele Verstecke. Man kann sich hier überall verstecken. Das ist eine Baustelle und auf einer Baustelle gibt es viele Verstecke, ja? Vielleicht hinter dem Container, auf dem Container, im Container, unterm Container. Ihr könnt es sehen, wir fliegen hier gerade wirklich live mit euch die ganze Baustelle ab, um Ballerina oder Cappuccino Assassino zu finden. Ich hoffe, wir schaffen das auch. Wir müssen sie unbedingt retten. Es ist verdammt wichtig. Ich versuche mal verkehrt rum zu fliegen. Klappt es? Hey, das funktioniert sogar richtig gut. Pass aber auf, du darfst auf keinen Fall fliegen, dass die Drohne abstürzt. Ja, okay, Leute, ich muss mich konzentrieren. Nicht, dass die Drohne abstürzt. Das wäre nicht gut, dann wäre das Video vorbei. Ballerina Cappuccina ist die oberste Priorität. Sie müssen wir retten. Schau mal, hier ist eine Straße, die folgt irgendwo. Ich folge der mal, oder? Sieht aus wie Schienen eigentlich. Aber die enden einfach in nirgendwo. Hä, was ist das denn? Hier hat es einfach aufgehört. Und da sehen wir unsere Drohne. Ihr seht, dass wir wirklich live fliegen. Okay, wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass Cappuccino Assassino Ballerina Cappuccina gefangen hält. Aber wo sind die jetzt zusammen hingegangen? In irgendein Versteck oder wo? Wisst ihr, was das Traurige an der Geschichte ist? Cappuccino Assassino hat Ballerina Cappuccina geliebt und jetzt hasst er sie. Ja, natürlich. Und weswegen? Wegen Tung 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 Sahur. Darum ging es ja in dieser Dreiecks-Liebesbeziehung. Ich verstehe auch nicht, warum Ballerina Cappuccina sich jetzt einfach in Tung 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 Sahur verliebt hat. Das Gute ist, wenn wir sie retten, dann können wir sie fragen. Stell dir mal vor, Ballerina Cappuccina hat noch eine Affäre mit Udin Din Dun oder so. Das glaube ich nicht. Davon gibt es noch keine Bilder. Das haben wir alles im Video gesehen. Es ist Tung Tung Sahur. Es ist Tung 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 Sahur und Cappuccino Assassino hasst Tung 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 Sahur. Habt ihr gesehen, er will sich unbedingt rächen? Hat er sich ja auch schon. Und jetzt will er sich an Ballerina Cappuccina rächen. Ey Leute, ihr habt es gesehen, Tung 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 Sahur gibt es nicht mehr und er ist hinter Ballerina Cappuccina her. Das sind vielleicht gute Verstecke in diesen Wänden drin. Ich schaue aber jede einzelne Wand ab, da ist niemand, da ist keiner gewesen. Da war keiner. Wo sind die denn hin? Die können doch nicht einfach verschwunden sein. Wir haben, wie gesagt, genug Zeit, wir haben genug Akku, wir fliegen die ganze Baustelle mit euch ab und ihr lasst jetzt mal ein Like auf dieses Video da. Lasst ein Like da und ich weiß, dass wir sie finden werden. Wir müssen sie finden. Wir schaffen Sonst das kann zusammen. es sein, dass was Böses passiert. Ihr habt ja Assassino gesehen. Er hat 2 Schwerter in der Hand. Er hat Ballerina Cappuccina gefangen gehalten. Die waren auf dem Dach oben. Was soll denn noch alles passieren? Es liegt an euch. Ihr seid dafür zuständig, die zu retten. Und wer sitzt zu Hause und weint? Espressona. Ich weiß auch nicht, was sie macht. Das! Nein! Die ist gar nicht zu Hause! Die weint doch nicht! Leute, das ist die Frau, die uns angerufen hat, die Schwester von Cappuccina Ballerina. Spult mal zurück, Leute, ihr habt es gesehen. Das war wirklich die Schwester von Ballerina Cappuccina. Die uns angerufen hat. Und du sagst es gerade noch, sie sitzt zu Hause, aber sie ist gar nicht zu Hause. Sie hat uns angerufen und ist direkt auch dahin gegangen. Das heißt, wir sind nicht zu zweit, wir sind jetzt zu dritt und mit euch da draußen sind wir zu viert. Natürlich, sie will auch ihre Schwester retten vor Assassino Cappuccino. Das bedeutet, ihr da draußen, wir und die Schwester wollen alle Ballerina Cappuccina retten. Ja, los geht's. Jetzt müssen wir nur noch wissen,
Wo sind sie? Wir haben auf jeden Fall beide gesehen. Wir haben jetzt leider nur die Spur verloren. Okay, aber das Gute ist wirklich, dass Espressona auch dort ist. Hier haben wir gerade die ganze Baustelle abgesucht, da war niemand und jetzt kommt hier ein freies, leeres Feld. Das heißt, wir fliegen jetzt einfach mal weiter hinter den Wald. Weil auf diesem freien Feld kann man sich überhaupt nicht verstecken oder jemand gefangen halten. Ich habe keinen gesehen. Habt ihr jemand gesehen? Ich glaube nicht. Was ist denn da hinten? Das sieht doch nach irgendetwas aus, wo man sich gut verstecken kann. Soll ich da mal hinfliegen? Ja, dann fliegen wir jetzt geradeaus genau dahin. Ihr seht es, Freunde, das ist ein komisches Gebäude mit irgendeinem weißen Segel in der Mitte. Die können natürlich auch in ein Gebäude, in ein Haus reingelaufen sein. Natürlich, die haben hier Arme und Beine. Die waren ja schon davor auf einem Dach von dem Haus. Sehr gute Idee, wir fliegen jetzt das Gebäude ab. Vielleicht sind die ja in dem Gebäude. Schau mal, da sind offene Fenster. Vielleicht können wir mit der Drohne ganz nah ans Fenster fliegen und somit in das Gebäude reinschauen. Oder noch besser, wir fliegen mit der Drohne in das Gebäude rein. Geht das? Leute, wir haben euch, wir probieren es einfach. Ja, okay, dann schauen wir mal, was unsere Drohne alles so kann. Okay, hier steht ein gelbes Auto, aber die Tür unten ist verschlossen. Die Tür ist auf jeden Fall zu, das seht ihr. Okay, aber da ist ein Fenster offen. Da ist ein Fenster offen. Ihr seht es. Dann schauen wir mal, ob wir da reinfliegen können oder ob jemand drin ist. Okay, ich sehe niemanden. Ich sehe nur einen Ventilator. Ich sehe auch niemanden. Da ist noch ein Ventilator. Natürlich gibt es einen Ventilator. Ihr wisst doch, wie heiß es ist. Schau mal, hier ist ein Fenster offen. Da könnten wir reinfliegen. Das Ihr ist nicht seht es. schräg, das ist richtig offen. Da! Ballerina Cappuccina ist da drin. Sie versteckt sich im Gebäude, das ist sehr gut. Und wo ist Assassino? Der ist nicht da. Das heißt, sie ist ganz alleine dort. Ich versuche mal, ob wir von der anderen Seite ins Gebäude reinfliegen können. Das Fenster ist mir zu eng, ich traue mich nicht. Aber das Gute ist, wir wissen jetzt, Ballerina Cappuccina ist genau in diesem Gebäude, in diesem Haus drin. Und wir beobachten jetzt einfach alle Ausgänge. Wenn jemand reingeht oder rausgeht, dann sehen wir das. Leute, jetzt wird's spannend. Wir müssen jetzt irgendwie sie retten können. Seht ihr das? Ich komme da nicht rein. Das sind irgendwelche weißen Dächer. Das Dach ist abgesperrt sozusagen. Keiner kann rein, keiner kann raus. Was machen wir denn jetzt? Wir müssen doch irgendwie es schaffen, Ballerina Cappuccina aus dem Haus zu kriegen. Solange Ballerina Cappuccina in dem Haus ist sie sicher. Oder wir müssen irgendwie Espressona Bescheid geben. Schau mal, gegenüber ist noch ein Gebäude und da sind richtig böse Chemikalien. Oh mein Gott, da könnte sich natürlich Assassino Cappuccino aufhalten. Soll ich mal näher ranfliegen? Ja, wir müssen auch wissen, wo er ist. Ihr seht ja dieses Gebäude hier, das sieht richtig gruselig aus. Ich habe ein bisschen Angst, mit der Drohne dahin zu fliegen. Wir fliegen jetzt aber trotzdem für euch direkt drauf zu. Guckt ihr das an, hier sind ganz viele Müllcontainer, ganz viel Schrott ist hier. Ich wollte gerade sagen, was ist denn das alles? Ih, das sieht richtig ekelhaft aus. Also bei mir zu Hause habe ich sowas nicht. Ich auch nicht. Und guck dir das mal an. Verschiedene Farben. Weiß, grün, blau. Aber das Krasse ist, es sind auch gute Verstecke. Man kann sich da unter der Plane verstecken, in dem Mülleimer verstecken. Die Frage ist, wo ist Assassino Cappuccino? Schaut mal, Leute, da ist die Tür offen zu der Halle. Oh, wer hat denn die Tür aufgemacht? Ich weiß nicht, aber wenn eine Tür offen ist, dann müssen wir da auf jeden Fall mit euch jetzt reinfliegen. Weil normalerweise, wenn keiner da ist, da ist Tür zu! Cappuccino Assassino! Du hattest recht, er befindet sich in diesem Gebäude. Leute, das bedeutet, Ballerina Cappuccino ist in dem Gebäude rechts und Cappuccino Assassino ist in dem Gebäude links. Ja, und wo ist Cappuccino Assassino? Bei diesem Müllhalde. Natürlich, macht ja auch Sinn, der ist böse. Der ist voller Wut und Rache. Aber vielleicht hat er jetzt herausgefunden, wo sich Ballerina Cappuccina versteckt hält. Weil die Gebäude sind ja nicht weit auseinander. Wir sind nur eins über ein Gebäude geflogen. Da! Du hast recht, Ballerina Cappuccino hat das Gebäude verlassen. Sie ist weitergegangen. Da müssen wir hinterher. Wir müssen sie unbedingt retten. Wir folgen jetzt Ballerina Cappuccina. Sie ist nicht mehr sicher in dem Haus, denn Cappuccino Assassino ist ja auf der Spur. Und nicht nur auf der Spur, sondern ganz dicht hinter ihr. Sie hat die bald. Wo sollen wir hinfliegen? Das Gebiet ist viel zu groß. Sollen wir hier zu dieser Fabrik fliegen? Vielleicht hat sie sich da rein versteckt. Irgendwo muss sie doch mal zu 100%ig sicher sein. Wir fliegen mit euch jetzt zur Fabrik. Vielen Dank, dass ihr dieses Video bis jetzt schaut. Teilt das Video mit euren Freunden. Hoffentlich hat dieses Video auch ein Happy End. Aber das findet ihr bestimmt heraus, wenn ihr es bis zum Ende anschaut. Ich hoffe auf einen Happy End. Wir müssen weiterfliegen. Ihr könnt ja sehen, wie groß dieses Gebäude ist. Es ist viel zu groß. Weil die Geschichte muss gut enden. Okay, aber da ist niemand. Ich sehe keinen Ballerina Cappuccina. Wo ist sie denn jetzt schon wieder hin? Ballerina Cappuccino, wenn du uns hörst, gib uns ein Zeichen. Leider kann sie uns nicht hören, denn die Drohne gibt keinen Ton von sich. Ein Zeichen. Und welches Zeichen? Ich weiß es doch nicht. Wie wär's mit einem guten frischen Cappuccino? Zum Trinken, mit Finger oben. Okay, das hört sich richtig gut an. Wir fliegen weiter, Leute. Wir müssen jetzt auf jeden Fall Ballerina Cappuccina retten. Nur weil deine Kaffeemaschine aus ist. Okay. Wo ist sie? Ich finde sie nicht. Die muss doch irgendwo dort sein. Vielleicht versteckt sie sich hier zwischen den Ventilatoren. Da haben wir doch schon eine Drohne. Okay, aber da ist keiner. Da ist wirklich... Nein, pass auf, die Drohne! Wir sind
jetzt bei dem Haus von Espressona Signora und schaut euch mal an, wie gruselig das aussieht. Das sieht wirklich gruselig aus, aber wir können nur hoffen, dass sie auch zu Hause ist. Aus diesem Grund fliegen wir alles ab und schaut euch mal, was hier ist. Hier sind Vögel. Ich habe keine Ahnung, warum da Käfige stehen in dem Haus. Und da sind Tiere drin, die sind gefangen. Warum hält Espressona Signora sie gefangen? Sind es ihre Haustiere oder wie? Wir fliegen jetzt in das Haus rein mit euch zusammen und schauen, ob Espressona Signora hier ist. So, bei dir, da ist sie! Da ist Espressona Signora, ihr seht sie. Ihr seht sie live in Farbe! Sie bewegt sich, Leute, Mann, wir müssen ihr hinterherfliegen. Natürlich, aber Gott sei Dank, sie ist wirklich zu Hause. Wir hatten recht. Sie ist abgehauen und versteckt sich irgendwo hier in dieser Müllhalde. Und ihr lasst jetzt alle mal ein Like da. Wir haben wirklich Espressona Signora gefunden zu Hause. Und abonniert unseren Kanal. Abonnieren hier auf YouTube ist kostenlos. Es kostet dich nichts, also klick jetzt auf den Abonnieren-Button. Calvin und Flexi abonnieren, ganz einfach. Wir fliegen weiter. Ihr habt es gesehen, Leute, die hat da irgendwelche Haustiere zu Hause. Ich bin echt gespannt, was sie alles zu Hause noch hat. Sie hat hier ganz viel Zaun. Habt ihr es gesehen? Ja, Zaun, aber fällt dir was auf? Da stehen überhaupt keine Möbel. Und ganz viel Schrott liegt da auf dem Boden rum. Und kein Regal, wo man alles aufstellen kann. Sie hat auch keine Farbe an der Wand und sie hat auch keine Türen. Ich wollte gerade sagen, wir können mit der Drohne einfach durchfliegen, weil es gibt keine Türen und wahrscheinlich auch keine Fenster. Komm, sollen wir darüber fliegen? Ja, fliegen wir, aber auf, vorsichtig. Wir müssen echt aufpassen, Leute, nicht, dass wir anstoßen, weil wenn wir jetzt anstoßen, ist unsere Drohne weg. Der Raum ist aber einfach leer. Da ist einfach nichts drin. Guck mal, da ist sogar nicht mal eine Wand. Da ist einfach irgendwelche grüner Dschungel. Und da ist eine Treppe ohne Geländer. Was machen wir? Sollen wir da hochfliegen? Wie kann man denn so wohnen? Wir fliegen mal ein bisschen hoch und gucken, ob wir Espressona Signora hier finden. Wir wissen, dass sie zu Hause ist. Irgendwo da muss sie sein. Wir haben sie ja schon einmal gesehen. Hoffentlich finden wir sie noch ein zweites Mal. Und ich bin echt gespannt, was noch alles in dieser... Ah! Da ist sie, Espressona Signora, ihr seht sie. Sie ist tatsächlich oben gewesen, wie du es gesagt hast. Und sie ist wieder in das Haus rein. Wir fliegen hinterher. Hinterher, aber vorsichtig. Habt ihr das gesehen, Leute? Boah. Ich bin fast angestoßen an der Wand. Obwohl keine Türe drin ist. Guck mal, hier ist ganz viel Müll auf dem Boden. Und rot, alles ist rot. Wo wohnt die? Wie wohnt die denn? Wie kann sie da überhaupt drin wohnen in diesem Haus? Sie ist hier nicht. Habt ihr es gesehen? Ich glaube, die hat gerade auf unsere Drohne geschlagen. Oder bist du gegen die Wand geflogen? Nein, sie ist doch hier reingelaufen. Sie hat auf unsere Drohne geschlagen und ist abgehauen. Dann vorsichtig, die Drohne darf auf keinen Fall da runterfallen in diesem Haus. Ihr seht es, Leute, wir fliegen hier in echt mit euch in ihrem Haus. Krass, und keine Fenster, keine Türen, keine Fenster. Wir müssen aber für euch da draußen Espressona Signora finden. Ihr wisst ja alle, wie sie aussieht, oder? Wie eine Espresso-Tasse. Pass auf! Ich bin abgestürzt. Weil du auf meine Tasse geschaut hast. Espressona Signora. Ich hätte nicht hingucken dürfen. Wir müssen jetzt unsere Drohne wieder starten. Ich hoffe, unsere Drohne fliegt noch. Probier's aus. Okay, sie geht hoch. Oh mein Gott, sie fliegt. Gott sei Dank, wir sind wieder in der Luft, Leute. Wir suchen weiter nach Espressona Signora. Eine Kaffeetasse wie eine Espresso-Tasse. Aber was krass ist, sie ist ganz alleine zu Hause, kann es sein? Ja, hier ist niemand. Hier ist Nur sie. Nur sie ist hier. Dann bin ich echt gespannt, was sie alles da drin vorhat. Was macht sie denn den ganzen Tag zu Hause? Ich bin schon wieder irgendwo angestoßen. Aufpassen, Mann. Da ist sie! Espressona Signora, bei der Tischtennisplatte. Ihr seht sie. Ja, aber sie kann doch nicht Tischtennis spielen alleine. Wo ist sie hin? Sie ist wieder abgehauen. Wahrscheinlich ist sie nach draußen gegangen. Meinst du, sie ist rausgegangen? Ja, da war doch keine Türe und sie ist einfach nach draußen gegangen. Da war aber auch eine Treppe. Hier seht ihr den Hase. Sie hat noch ein Haustier, einen Hasen. Wieso hält sie denn überhaupt einen Hasen? Und vor allem in einem Käfig gefangen? Das geht doch gar nicht. Ja, aber das ist doch nicht... Ist es ihr Kuscheltier? Ich weiß es nicht. Wohin fliegst du denn jetzt? Ich würde sagen, wir fliegen die Treppen hoch. Vielleicht ist sie nach oben abgehauen. Oder vielleicht auch ganz aufs Dach. Meinst du aufs Dach? Kann natürlich auch sein. Wenn sie weggerannt ist, ist sie nach oben gerannt. Ihr schaltet auf gar keinen Fall ab. Ihr schaut das Video bis zum Schluss. Wir fliegen jetzt hoch aufs Dach. Leute, wir sind jetzt wieder ein Stockwerk weiter oben. Und wir gehen davon aus, dass Espressona Signora da oben ist. Wir fliegen jedes Zimmer ab. Ihr könnt es sehen, wir fliegen hier mit unserer Drohne durch ein Haus. Das ist sehr gefährlich. Es ist aber kein normales Haus, es ist eher ein Gruselhaus, weil auch oben gibt es wieder keine Möbel und keine Türen. Nur irgendwelche Plastikschilder, die auf dem Boden liegen. Warum denn Plastikschilder, die auf dem Boden liegen? Es gibt noch ein Stockwerk. Sollen wir noch ein Stockwerk höher oder hier rechts lang? Ich weiß es nicht. Wir fliegen hier rechts lang und gucken in jedes Zimmer. Wir haben es euch versprochen. Wir suchen Espressona Signora. Aber da ist es doch ziemlich dunkel.
Gott, da fehlen auch sogar die Toiletten. Ich sehe nur den Wasseranschluss. Und kein Licht. Deshalb war es da drin so dunkel. Da können wir eigentlich nicht reinfliegen. Da stoßt du mit der Drohne noch an die Wand. Wir fliegen da auf gar keinen Fall ran. Ich habe die Drohne schon einmal abgestürzt heute. Da ist es auf jeden Fall heller. Da suchen wir sie nochmal. Irgendwo muss sie sein. Sie ist 100%ig zu Hause. Du erkennst es aber, die Balkontüre ist zu. Die kann also nicht rausgegangen sein. Stimmt. Aber wo ist sie dann? Ist sie überhaupt noch zu Hause oder ist sie ganz weg? Schau mal, hier ist nochmal so ein dunkler Raum. Und endlich mal das erste Fenster, glaube ich, was ich gesehen habe. Schau mal, hier ist es heller. Hier ist es hell, stimmt. Und hier ist aber wieder keine Toilette. Nein, da ist überhaupt nichts drin. Espressona Signore ist da aber auch nicht drin. Das bedeutet, wir haben es gerade gesehen, wir fliegen ein Stockwerk höher. Wir gehen zurück zur Treppe und laufen hoch. Wir fliegen jetzt durchs Fenster auf den Balkon. Vielleicht ist sie ja draußen. Nein, ich traue mich nicht raus. Ich weiß, dass sie im Haus ist. Ihr habt sie ja 2-mal gesehen schon. Aber in der Zeit, es gibt ja keine Türen, kann sie auch ganz einfach abgehauen sein. Aber wohin? Ich weiß es nicht. Dann fliegen wir jetzt im 3. Stock, noch ein Werk höher. Dann fliegen wir jetzt ganz nach oben. Da wird sie doch hoffentlich sein. Und wenn sie da nicht ist, dann müssen wir weiterfliegen. Dann fliegen wir aus dem Gebäude raus und suchen sie danach draußen. Sehr gute Idee. Dann fliegen wir jetzt zum Sportplatz, weil ich sehe sie hier nirgendwo. Dann ist sie vielleicht dort. Sollen wir echt zu den Sportplätzen fliegen? Wir müssen zu Hause, ist sie nicht mehr. Ich habe sie nicht mehr gesehen. Wir fliegen mit euch jetzt direkt in unserer Drohne zu den Sportplätzen. Hoffentlich finden wir sie da. Ich hoffe es auch. Da sind wir jetzt schon bei den Sportplätzen. Ihr könnt es sehen. Und ich sehe aber niemanden außer ein grünes Sportplatz. Nee, und der ist auch ganz leer. Da unten läuft jemand. Und der hatte schwarze Klamotten an. Das ist sie. Das ist Espressona Signora. Wir hatten recht, sie ist wirklich auf dem Sportplatz. Das bedeutet, sie ist von zu Hause abgehauen, weil sie Angst vor uns hat. Natürlich, sie hat unsere Drohne gesehen, ist von zu Hause weg und ist jetzt hier zum Sportplatz nebenan gelaufen. Aber sie ist wieder untergetaucht. Ich finde sie nicht und der Sportplatz ist so groß, sie kann sich überall verstecken. Da gibt es sogar mehrere Sportplätze und die sind riesengroß, aber wir haben hier eine Drohne, wir können jeden einzelnen Sportplatz abfliegen. Wir hatten gerade den Fußballfeld gesehen, hier gibt es noch ein Basketballfeld und es gibt noch ein Tennisfeld. Noch viele Felder, die wir abfliegen können, weil sie ist dort auf dem Sportplatz. Schau mal da unten, da ist eine kleine Sportanlage. Was ist das denn? Ich wollte gerade sagen, das ist aber ein sehr kleines Sportfeld. Da ist auch jemand Schwarzes. Ist das Espressona Signora? Flieg mal ein bisschen näher ran, oder? Nee. Das ist niemand. Das ist niemand. Das war nicht Espressona Signora. Weil ihr wisst ja, Espressona Signora ist die Schwester von Ballerina Cappuccina. Sie hat immer ein schwarzes Kleid an und raucht Zigaretten. Das ist ganz schlecht. Genau, aber deshalb wissen wir auch, wie sie aussieht und deshalb können wir sie auch mit der Drohne gut sehen und finden. Dann fliege ich jetzt einfach mal zu diesem Tennisfeld hier unten. Da kann sie natürlich auch sein. Vom Sportplatz zum Tennisfeld. Und da ist noch ein Volleyballfeld. Da! Oh mein Gott, da! Nein, warte. Das ist... Ich dachte, es wäre Espressona Signora, aber das ist nur eine Person mit einer pinken Jacke. Ich wollte gerade sagen, diese Person hat was Pinkes an. Espressona Signora hat immer ein schwarzes Kleid an. Immer. Gut, dass ihr Espressona Signora gefunden habt, aber sie ist jetzt in der Schule. Blippi, was machst du denn hier? Espressona Signora ärgert gerade Ballerina Cappuccina in der Schule. Und wie können wir Espressona Signora aufhalten? Das wurde alles auf dieser Kamera aufgenommen und das müsst ihr euch jetzt angucken. Ich kann es gar nicht abwarten zu sehen, was Espressona Signora in der Schule angestellt hat. Ich bin so gespannt, was alles auf diesen Aufnahmen drauf ist. Ich habe die Kamera jetzt an den Fernseher angeschlossen. Und wir schauen uns jetzt den Espressona Signora Film an. Jeder, der noch zuschaut, lasst ein Like da und schaut unbedingt das Video bis zum Ende. Wir fahren gerade direkt zur Schule. Sie ist da. Das ist die Schule. Ihr könnt es sehen. Da ist Espressona Signora. Und wer ist da noch? Udindin. Und was macht Espressona Signora? Wir folgen ihr. Wir haben ja gehört, dass sie böse ist. Jetzt gehen sie wirklich live in die Schule rein. Ich bin so gespannt, wer da noch alles in der Schule ist. Wahrscheinlich sind da alle von Italian Brainrot. Hey, das wäre richtig cool, wenn die alle in einer Klasse wären. Tunk, 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 Sahur, Bombardino, Krokodilo, Tralalero, Tralala. Und natürlich Ballerina Cappuccina und ihre Schwester Espressona Signora. Aber fällt dir was auf? In dem Klassenzimmer sitzen nur 3 Personen. Schau mal, wer da alles sitzt. Udindin, Tung 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 Sahur und Espressona Signora. Ich verstehe es nicht. Was machen die da? Ist aber eine kleine Klasse, wenn die nur zu dritt sind. Und ihr guckt euch mal an, wie böse Espressona Signora schaut. Da merkt man richtig, dass sie, glaube ich, wirklich böse ist. Und alle sitzen außer Espressona Signora. Da kommt die Lehrerin. Es ist Wahnsinn. Und ihr seht es, die Kameraaufnahmen sind so geheim, dass die Lehrerin uns nicht gesehen hat. Sie hat uns nicht mal entdeckt. Leute, wie cool. Aber was macht die Lehrerin jetzt mit nur 3 Schülern? Alle stehen jetzt langsam auf. Sie geht aus dem Klassenzimmer raus? Ist die Stunde etwa schon vorbei?
Wahrscheinlich müssen die hier gerade alle nachsitzen. Natürlich, das kann natürlich sein. Die drei Bösen müssen nachsitzen. Udin Din, Tung 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 Sahur und Espressona Signora. Tung 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 Sahur verlässt das Klassenzimmer. Wohin geht er? Da bin ich mal gespannt. Oh mein Gott, hat er etwa die Kamera gesehen? Ich glaube, er guckt gerade in die Kamera, oder? Das kann doch nicht sein, das sind doch versteckte Kameras. Schau mal, da kommt Udin Din Dun. Oh nein, der guckt auch in die Kamera. Wir wissen doch, dass Udin Din Dun und Tung 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 Sahur verliebt sind in Ballerina Cappuccina. Vielleicht deshalb sind sie jeweils verschieden auf einem Gang und nicht zusammen unterwegs. Ich glaube, es kommt gleich zu einem richtig großen Streit. Leute, ihr seht es, die streiten sich. Ich kann gar nicht hingucken. Oh nein, Udin Din gegen Tung 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 Sahur auf der Schule. Wegen Ballerina Cappuccina und Espressona Signora hat das Ganze veranstaltet. Die streiten sich einfach wegen einem Mädchen. Und jetzt seht ihr es, Tung 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 Sahur verlässt den Schulraum. Mit Ballerina Cappuccina? Und wo ist Espressona Signora hin? Ich weiß nicht, die muss immer noch in der Schule sein, beim Nachsitzen. Lippi hatte recht, das Video ist viel zu spannend. Espressona Signora ärgert wirklich alle. Aber wie können wir denn da helfen? Was können wir denn dagegen tun mit eurer Hilfe zusammen? Schaut es euch an. Ballerina Cappuccina und Tung 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 Sahur in einem Auto. Die fahren zusammen weg? Sag mir nicht, die fahren jetzt nach Hause. Die Frage ist, wo ist Udin Din hin? Ist egal. Wichtig ist, dass Espressona Signora alle in Ruhe lässt. Die ist ja immer noch alleine in der Schule. Alle haben das Schulgebäude verlassen, bis auf Espressona Signora. Ihr seht es hier gerade. Sie sind ausgestiegen und sie laufen zu ihm nach Hause. Aber die Schule kann doch noch gar nicht vorbei sein. Was hat die vor? Was machen die zwei? Wir sind jetzt wieder zu Hause. Jetzt bin ich echt gespannt, was die beiden da machen. Aber Ballerina Cappuccina geht alleine in das Haus. Wo ist Tung 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 Sahur? Der war doch gerade noch mit dem Auto. Sie geht in ihr Zimmer, die Ballerina? Warum? Was macht sie denn jetzt in ihrem Zimmer? Sie legt sich in ihr Bett und schläft ein. Jeder, der noch zuschaut, lasst ein Like da und schaut unbedingt das Video bis zum Ende. Wir fahren gerade direkt zur Schule. Sie ist da. Das ist die Schule. Ihr könnt es sehen. Da ist Espressona Signora. Und wer ist da noch? Udin Din. Und was macht Espressona Signora? Wir folgen ihr. Wir haben ja gehört, dass sie böse ist. Jetzt gehen sie wirklich live in die Schule rein. Ich bin so gespannt, wer da noch alles in der Schule ist. Wahrscheinlich sind da alle von Italian Brainrot. Hey, das wäre richtig cool, wenn die alle in einer Klasse wären. Tung 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 Sahur, Bombardino Crocodilo, Tralalero, Tralala. Und natürlich Ballerina Cappuccina und ihre Schwester Espressona Signora. Aber fällt dir was auf? In dem Klassenzimmer sitzen nur 3 Personen. Schau mal, wer da alles sitzt. Udin Din, Tung 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 Sahur und Espressona Signora. Ich verstehe es nicht. Was machen die da? Ist aber eine kleine Klasse, wenn die nur zu dritt sind. Und ihr guckt euch mal an, wie böse Espressona Signora schaut. Da merkt man richtig, dass sie, glaube ich, wirklich böse ist. Und alle sitzen außer Espressona Signora. Da kommt die Lehrerin. Es ist Wahnsinn. Oh nein, der guckt auch in die Kamera. Wir wissen doch, dass Udin Din Dun und Tung 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 Sahur verliebt sind in Ballerina Cappuccina. Vielleicht deshalb sind sie jeweils verschieden auf einem Gang und nicht zusammen unterwegs. Boah, ich glaube, es kommt gleich zu einem richtig großen Streit. Leute, ihr seht es, die streiten sich. Ich kann gar nicht hingucken. Oh nein, Udin Din gegen Tung 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 Sahur auf der Schule. Wegen Ballerina Cappuccina und Espressona Signora hat das Ganze veranstaltet. Die streiten sich einfach wegen einem Mädchen. Und jetzt seht ihr es, Tung 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 Sahur verlässt den Schulraum. Mit Ballerina Cappuccina? Und wo ist Espressona Signora hin? Ich weiß nicht, die muss immer noch in der Schule sein beim Nachsitzen. Lippi hatte recht, das Video ist viel zu spannend. Espressona Signora ärgert wirklich alle. Aber wie können wir denn da helfen? Was können wir denn dagegen tun mit eurer Hilfe zusammen? Schaut es euch an. Ballerina Cappuccina und Tung 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 Sahur in einem Auto. Die fahren zusammen weg? Sagt mir nicht, die fahren jetzt nach Hause. Wir sind jetzt im Keller, hier sind wir geschützt und wir schauen mal, ob unsere Kameras funktionieren. Kamera 1 steht bei uns im Eingangsbereich. Ihr seht es, hier ist keiner, dann schalten wir mal direkt auf Kamera 2. Die ist im Wohnzimmer, da sehe ich auch überhaupt niemanden. Wir haben ja noch in der Küche eine Kamera installiert, dann schalten wir direkt auf Kamera 3. Da sind sie! Garamararam, ihr seht es, der Salzstreuer und der Pfefferstreuer. Genau bei uns in der Küche und sie kämpfen gegeneinander, aber warum? Der Honig
Honigtopf besiegt gerade den Salzstreuer. Warum kämpfen die denn überhaupt gegeneinander? Es sind doch Freunde. Ich dachte auch, das sind Freunde. Und hier ist Tung 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 Sahur und versucht die auseinanderzuhalten. Aber sie kämpfen immer weiter. Die lassen einfach nicht von ihrem Streit ab. Schau mal, was der Salzstreuer macht. Ich kann gar nicht hingucken. Er greift den Honigtopf an. Und natürlich mit Salz in den Augen und alles. Oh nein. Der Honigtopf weint und sagt, bitte tu mir nichts an. Aber warum streiten die denn? Die sind doch in der Küche und waren immer Freunde. Das Ballerina Cappuccina? Will sie vielleicht auch den Streit schlichten? Wahrscheinlich. Leute, ihr dürft auf gar keinen Fall abschalten. Schaut dieses Video bis zum Ende und lasst ein Abo da. Und natürlich auch ein Like da lassen. Wir überwachen mit der Kamera. Sie brennen. Der Salzstreuer brennt. In unserer Küche, du siehst es doch. Aber der Honigtopf rettet ihn? Brr, brr, Pater Ping ist auch bei uns in der Küche. Und er hat irgendwas an die Wand gehängt. Natürlich, sie kochen was bei uns. Okay, was machen die denn da? Der Salzstreuer benutzt einen Salzstreuer? Ja, aber sie kochen Hähnchen. Okay, wir schauen weiter. Leute, ihr dürft auf gar keinen Fall abschalten. Jetzt schau mal, was passiert mit dem Hähnchen. Sie streiten sich wieder um das Hähnchen. Natürlich, der Honigtopf will natürlich Honig über das Hähnchen kippen. Und der Salzstreuer will Salz über das Honig streuen. Aber die haben eine gute Lösung gefunden. Die haben einfach beides drauf gemacht. Das schmeckt doch bestimmt auch gut. Was macht der Brr, Brr, Pater Ping da? Ich glaube, der freut sich und der bedient irgendjemand. Echt, aber wen denn? Da! Natürlich die Giraffe im Melonenkostüm. Mit einem Astronautenhelm. Wer kennt sie denn nicht? Die Frage ist, ob ihr das Hähnchen schmeckt. Es ist natürlich frisch gekocht von den zwei. Ich glaube nicht. Brr, brr, Pater Ping hat beide aus unserer Küche geschmissen. Das bedeutet, Gara Mararam sind jetzt arbeitslos? Das kann doch nicht sein. Salz und Honig und die sind nicht mehr in der Küche. Was sollen die denn sonst machen? Ihr seht hier mit uns über die Überwachungskameraaufnahmen. Ihr müsst unbedingt das Video bis zum Ende schauen. Es wird spannend. Die befinden sich nämlich gerade über uns in unserer Küche. Und sie wissen nicht mehr, was sie tun sollen und gehen getrennte Wege. Das heißt, sie sind keine Freunde mehr. Aber doch auf jedem Bild, egal was man von den beiden sieht, sind sie immer zusammen und jetzt gehen sie getrennte Wege. Du hast recht. Der Honigtopf, der macht jetzt was Eigenes und der Salzstreuer macht auch was Eigenes. Das heißt, sie wollen irgendwas eröffnen mit Essen, aber sie streiten sich wieder, weil ihre beiden Shops nebeneinander stehen. Natürlich, der Honigtopf verkauft Honig und der Salzstreuer verkauft Salz. Und deshalb will jetzt auch noch ein Kunde und die streiten sich um den Kunden. Liri, Liri, Larila geht zum Salzstreuer. Und hat sogar was gekauft. Und du siehst es, der Salzstreuer lacht ihn aus. Und jetzt pass auf, der erste Kunde bei Gara Mararam Honig. Und jetzt kommen ganz viele. Tralalero, tralala. Tung, 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 Sahur. Trippi, Troppi. Jetzt kommt drauf an, wo sie was kaufen. Okay, Tralalero, tralala hat Lust auf Süßes. Aber was passiert mit dem Salzigen? Wir wissen es nicht, wir schalten nicht ab. Er startet die Drohne. Ihr kennt doch alle eine Drohne. Drohne überwacht Gara Mararam. Nein, er hat das ganze Essen von dem Salzstreuer kaputt gemacht. Er hat es von salzig zu süß umgewandelt. Und das mit einer Drohne. Dieser Film ist so krass. Und jetzt brennt der Salzstreuer alles nieder. Und jetzt streiten sie sich wieder wie am Anfang. Und das alles auf Kamera aufgenommen. Warum? Es ist eine geheime Kamera in unserer Küche, weil wir wollten wissen, was Garararaman so alles produzieren kann. Ihr habt es ja gesehen, wie wir die Kameras aufgestellt haben am Anfang und das ist jetzt live. Jetzt kommt wieder der ganz große Streitschlicher, nämlich Brr, Brr, Pater Pim. Der hat sie doch aber erst gefeuert. Ja, natürlich, weil sie sich gestritten haben. Und schau mal, wie lang die Schlange im Restaurant ist, wo früher Gara Mararam gearbeitet hat. Und die arbeiten nicht mehr dort. Heißt es, dass jetzt alles besser ist? Nein, sie wurden wieder eingestellt. Deshalb läuft der Laden so gut. Und Tralalero Tralala ist ganz glücklich. Natürlich, Tralalero Tralala, der Haifisch mit seiner Freundin. Jeder kennt doch den Haifisch. Der hat jetzt einen vollen Magen, ist nicht mehr hungrig und deswegen hat er sich gerade frisch verliebt. Aber in wen hat er verliebt? Nein! In Ballerina Cappuccina, habt ihr das Habt ihr gerade diese Bilder gesehen? Das mag Tung 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 Sahur gar nicht und Assassino auch nicht. Und jetzt ist die Freundin von Tralalero Tralala richtig böse. Ja, natürlich, sie ist wütend, weil diese Bilder hat jeder gesehen. Da ist das Bild. Schau dir das an, Tung 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 Sahur hat sich daran gerecht. Natürlich wollte er, dass sie sich trennen. Ja, weil die beiden sind zusammen. Sie gehören zusammen. Tralalero Tralala und seine Haifischfreundin. Und schau dir das mal an, Tung 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 Sahur ist der Verräter und versucht sie jetzt zu trösten. Aber ich verstehe nicht, warum Tung 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 Sahur überhaupt da was mit zu tun hat. Tung 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 Sahur ist doch auch mit Ballerina Cappuccina zusammen. Er will natürlich Tralalero Tralala eifersüchtig machen, indem er jetzt seine Freundin wegnimmt. Jetzt kommt es hier zum nächsten Streit zwischen Tralalero Tralala und Tung 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 Sahur. Und wisst ihr, was das Schlimmste ist?
Das alles nur wegen dem Essen von Garamararam. Was Essen alles so bewirken kann. Es ist Honig und Salz. Das ist eine richtig schlechte Kombination. Ich weiß doch auch nicht, was passiert noch alles. Ihr seht es hier, die streiten gerade darum, wer die neue Freundin ist. Oh nein, es gibt ein Geschenk sogar für die Freundin von Tralalero Tralala. Wir wissen ja, dass Tung 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 Sahur eigentlich in Ballerina Cappuccina verliebt ist. Aber was sehen wir denn da gerade? Tung 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 Sahur ist mit Tralalero Tralalas Freundin zusammen. Und du siehst es, Tralalero Tralala rächt sich an Ballerina Cappuccina. Jetzt treffen die sich beide auf dem Spielplatz und haben eine schöne Zeit zusammen. Eine verkehrte Welt, hier ist irgendwas komplett falsch. Und jetzt haben sie ein Candlelight-Dinner. Tung 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 Sahur mit Tralalero Tralalas Freundin. Und das alles nur, weil Ballerina Cappuccina sich einen Scherz erlaubt hat und so ein Bild gepostet hat. Die wollen heiraten. Es gibt hier eine absolute Verlobung. Mit der Freundin von Tralalero Tralala. Das ist komplett neu hier bei uns. Die zwei Haifische gehören zusammen. Doch nicht die beiden, nicht der Baseballschläger mit der Freundin von Tralalero. Das gesehen, Tralalero Tralala hat es verhindert, dass Tung 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 Sahur sie küsst. Und das Gute ist, Tralalero Tralala liegt jetzt einfach auf dem Boden. Oh mein Gott, Tralalero Tralala hat Tung 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 Sahur wirklich eine runtergehauen. Ich glaube, der will sich jetzt bestimmt rächen. Schau mal, Tung 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 Sahur hat sich wirklich verliebt. Ja, aber in wen denn? In die Ex-Freundin von Tralalero Tralala. Die passen doch überhaupt nicht zusammen. Aber ihr seht es hier, das ist live bei uns auf den Kameras. Tung 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 Sahur gehört doch zu Ballerina Cappuccina und nicht zu Tralala Tralala Freundin. Ich bin so froh, dass wir die Kameras aufgebaut haben und dass ihr dieses Video noch bis jetzt schaut. Schaut auf gar keinen Fall ab. Leute, lasst jetzt alle mal ein Like da. Solche geheimen Aufnahmen von der ganzen Familie hatten wir schon lange nicht mehr zu Gesicht bekommen. Vor allem, wir haben so viele Kameras aufgebaut, dass wir alle Winkel im Blick haben. Jetzt eskaliert der Streit und jetzt kommt auch noch die Ex-Freundin von Tung 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 Sahur. Die sieht sogar so aus wie Tung 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 Natürlich, Sahur. die passen noch viel besser zusammen. Zwei Baseballschläger und zwei Haifische. Dann wäre es eine normale Welt. Was ist hier los? Das ist das verrückteste Video, was wir hier jemals auf diesem YouTube-Kanal hochgeladen haben. Das ist einfach eine komplette Liebesgeschichte, die aber ein falsches Ende hat. Aber jetzt sind wieder die zusammen. Ich glaube, jetzt passiert das Wunder, das wir überhaupt erst erlebt haben. Oh mein Gott, das Kind von Tralalero Tralala kommt jetzt sogar. Und jetzt kommen die Kinder erst raus. Tung 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 Husahur als Baby, Tralalero Tralala als Baby. Die armen Babys, die tun mir wirklich leid, dass sie sowas miterleben müssen. Aber das ist doch schön, dass die Kinder immer noch Spaß zueinander haben. Alle lachen, alle haben eine gute Zeit. Ihr seht es, sie essen sogar den Burger von Garamararam. Ganz genau, dieser Burger wurde mit Honig und Salz gemacht. Und das alles nur wegen Salz und Honig. Damit hat es angefangen mit Garamararam. Es ist einfach verrückt, was hier los ist in diesen Aufnahmen. Deshalb sind die Babys auch alle so glücklich, weil sie ein gutes Essen haben und die Familien alle wieder zusammen sind. Aber jetzt weint das Baby von Tralalero Tralala. Aber als einzigster, warum ist er ganz alleine dort? Er wurde gemobbt von den anderen Kindern. Da ist Baby Ballerina Cappuccina. Ihr habt es gesehen und sie will wahrscheinlich jetzt Tralalero Tralala trösten. Und nein, kommt da etwas, die nächste Liebesgeschichte? Oder das ist der Flashback, deswegen wissen wir, warum die sich verliebt haben. Natürlich, und deswegen haben sie sich auch vorher dafür gestritten. Das ist der Rückblick, wie cool ist das denn? Ihr seht es, da ist die Frau von Tralalero Tralala und das Baby Tralalero Tralala. Aber die zwei, die sind wirklich super süß und sympathisch. Die wissen noch gar nicht, dass wir alle hier im Keller versteckt sind und uns die geheimen Kameraaufnahmen anschauen mit euch zusammen. Zum Glück seid ihr da, schaltet auf gar keinen Fall ab. Schaut dieses Video bis zum Schluss, es ist wirklich super spannend. Und die Frage ist, was macht jetzt hier Baby Tralalero Tralala? Wir dürfen nur nicht zu laut sein, sonst hören die, dass wir im Keller sind und dann kommen sie vielleicht runter und tun uns was an. Was? Die haben eine Schule aus unserem Zuhause gebaut? Wie geht denn sowas? Die sitzen jetzt alle in der Schule bei uns im Wohnzimmer. Zum Glück haben wir da eine Kamera aufgebaut. Die haben eine Tafel ins Wohnzimmer gestellt, Stühle rein und jetzt unterrichten die da privat? Der Platz ist auf jeden Fall da bei uns im Wohnzimmer. Privatunterricht ist doch wirklich schön. Und das sind alle Bombardino, Krokodilo, Brr, Brr, Pataping, Assassino, Cappuccino. Ich hoffe aber nicht, dass die jetzt unsere Wände vollschmieren mit Farbe. Nein, dafür haben sie zum Glück extra Tische, weil sie müssen ja in der Schule auch irgendwas aufschreiben. Okay, aber guck mal, jetzt putzt sie sogar den Fleck von Tralalero Tralala weg.
Da sieht man schon das erste Kontakt zwischen Ballerina Cappuccino und Tralalero Tralala. Sie ist wirklich fürsorglich. Sie kümmert sich um das Baby Tralalero Tralala. Deshalb gab es auch echt so viel Streit wegen der Liebesgeschichte. Schon damals in der Schule haben sie sich gut verstanden. Sollen wir mal auf eine andere Kamera umschalten und auf dieser Kamera bleiben? Wir können auch gern mal aus dem Klassenzimmer rausgehen und schauen mal, was beim nächsten Mal passiert. Aber es ist gerade so spannend. Wir schalten gleich um, okay? Wir schalten gleich auf eine andere Kamera. Was ist denn mit Brr Brr Pataping und Assassino Cappuccino los? Die lachen hier gerade Tralalero Tralala als Baby Und aus. seht ihr das? Er heult, er weint und geht jetzt einfach in die Ecke. Natürlich, Cappuccino Assassino ist ja richtig böse, wenn er erwachsen ist. Das wissen wir doch. Aber Tralalero Tralala ist auch böse, aber immerhin, Ballerina Cappuccino tröstet ihn. Okay, und der Lehrer, der ermahnt beide. Na natürlich, man darf doch nicht irgendeinen kleinen Jungen ärgern. Der Lehrer schickt beide zum Nachsitzen. Aber die streiten sich trotzdem. Oh Gott, die schlagen sich. Oh mein Gott, die streiten sich. Ich kann gar nicht hingucken. Und Tralalero Tralala und Cappuccino Cabarina, die sitzen einfach zu und schauen zu. Die lachen natürlich die zwei aus, weil die haben hier die zwei gemobbt. Aber ihr seht schon, wer hier der Stärkere ist. Tung 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 Sahur hat einfach alle angehoben. Mit der Hilfe von Baby Bombardino Crocodilo. Und am Ende reicht dem Lehrer, er schickt einfach alle raus, bis aus Ballerina Cappuccino und Tralalero Tralala. Und Tralalero Tralala liebt die kleine Ballerina Cappuccina. Ja natürlich, deshalb haben wir es hier auch schon